Die hatten alles in Brand gesetzt. Es war eine Flammenhöhle, in die wir hinein mussten. Als alles vorbei war, stand von den Hütten nichts mehr. Okinawa, die letzte Inselfestung vor dem japanischen Mutterland. Wenn die geplante Invasion Japans gelingen sollte, musste Okinawa genommen werden. Von dort waren es nur noch 350 Seemeilen zur japanischen Küste. »1. April 1945. Eine Flotte von mehr als 1200 Schiffen läuft nach tagelangem Trommelfeuer und pausenlosen Bombenangriffen auf den flachen mittleren Abschnitt der Insel zu. Der Befehl zur Landung wird gegeben. 4 Divisionen der 10. Armee stehen auf den Schiffen bereit, in die Boote zu gehen. Die Taktik, ein Angriffsziel zuerst sturmreif zu schießen, scheint sich wieder bewährt zu haben. Das Abwehrfeuer der japanischen Verteidiger ist verstummt. Mit der ersten Welle ging ein Farmersohn aus Ohio, Bob von Holle, an Land. Bevor ich zur Armee ging, habe ich Football gespielt. Das hier war was Ähnliches. Man muss sehen, dass man den ersten Touchdown markiert. Alles andere ergibt sich dann von selbst. Und man darf die Nerven nicht verlieren. In einem der anderen Boote sah Jim Eitschele der Landung mit etwas gemischten Gefühlen entgegen. Ich hatte schon ein paar Landeunternehmen mitgemacht. Die Erbse sind immer für eine Überraschung gut. Dass hier so gar nichts los sein sollte, schmeckte mir nicht. Da steckte irgendein verteufelter Trick dahinter. Vielleicht wollten sie uns, wie auf Iwo Jima, ungeschoren ausbooten lassen und dann, wenn unsere Schiffsgeschütze nicht mehr hinhalten konnten, uns mit dem ungestörten Feuerwerk eindecken. Jim Eitschele hatte recht. Noch bevor unsere Landungsboote die Küste erreichten, griffen Kamikaze-Flieger an. Insgesamt wurden im Laufe der nächsten Wochen durch solche Angriffe 22 unserer Schiffe versenkt und mehr als 200 beschädigt. Wie viele Japaner auf diese Art Selbstmord begingen, ist nie genau festgestellt worden. Um 8:30 Uhr liefen die ersten Landungsboote auf den Strand. Um 9 Uhr hatten bereits 20.000 Mann festen Fuß gefasst und einen Brückenkopf gebildet. Vom Feind war nichts zu sehen und zu hören. Mit den Marines kam Pop Eisen an Land, 28 Jahre alt, Vater von 4 Kindern. Wir hatten erwartet, dass die Japaner uns an Land mit einem Feuerhagel empfangen würden. Aber nichts passierte. Irgendwoher fiel ein Schuss. Wir erwischten einen Heckenschützen. Das war alles. Die Landung verlief fast zu glatt. Im Lauf des ersten Tages wurden rund 60.000 Mann an Land gebracht. Mit Panzern, Artillerie, allem schweren Gerät und allen Transportfahrzeugen. Die Japaner ließen sie aus welchen Gründen auch immer unbehelligt. Sie hatten sich in den bergigen Südteil der Insel zurückgezogen. Der Brückenkopf konnte in aller Ruhe ausgebaut und die Ausgangsstellungen für den Angriff im Süden erkundet werden. Wir kamen uns vor wie auf einem Landausflug, wie im Manöver. Kein anstrengender Dienst, genug zu essen, genug zu trinken. Das Einzige, was wir noch gebraucht hätten, wären ein paar Mädchen gewesen. Dafür hatten wir aber andere kleine Späßchen.
Das Idyll dauerte nur ein paar Tage. Dann war im Süden Feindberührung hergestellt und der eigentliche Kampf um Okinawa begann. Über 100.000 Japaner hatten einen Sperrriegel mit Hunderten von Minengürteln und Tausenden von Geschützen über die Insel gezogen. Den musste die 10. Armee aufbrechen, wenn Okinawa erobert und die Südflanke für eine Invasion Japans frei werden sollte. Die Marines waren inzwischen dabei, den Norden der Insel zu säubern. Dort hatten sich nur ein paar versprengte Widerstandsnester gebildet, aber auch die verteidigten sich bis zum letzten Mann. Das Problem der Marines im Norden bildeten weniger die japanischen Soldaten, als vielmehr die Zivilisten. Man hatte ihnen erzählt, wir wären Menschenfresser. Es war gar nicht so einfach, sie aus ihren Höhlen rauszuholen. Sie glaubten, wir schlügen ihnen die Köpfe ab und schlitzten ihnen die Bäuche auf. Aber es dauerte nicht lange, dann vertrugen wir uns ganz gut mit ihnen. Trotzdem musste man immer die Augen aufhalten. Aus heiterem Himmel schoss es auf einmal irgendwo her. Wir hatten immer wieder Verluste durch Heckenschützen. Im Süden kamen unsere Divisionen kaum voran. Der ganze Südzipfel der Insel war eine natürliche Festung. Jeder Quadratzentimeter Boden war vermint oder lag unter feindlichem Beschuss. Und nur selten gelang einzelnen Stoßtrupps mal in eine der Felsstellungen einzudringen. Wir trafen oben in den Hügeln auf Gräberfelder, in die manche Familien wahre Totenpaläste hineingebaut hatten. Die Japaner benutzten sie zum Teil als MG-Nester. Wir mussten sie mit Werfern ausräuchern, um an ihnen vorbeizukommen. Das Ringen um den Südteil der Insel zog sich über Wochen hin. Die Schiffsgeschütze hämmerten Tag für Tag auf die Bergstellungen der Japaner, aber ein Ende des Kampfes war nicht abzusehen. Jeden Morgen erhielten wir den Befehl anzugreifen. Wir kamen ein paar hundert Schritte vor, dann blieben wir in ihrem Abwehrfeuer liegen. Es war jedes Mal dasselbe. Nachts mussten wir meistens wieder in die Ausgangsstellungen zurück. Dann kriegten wir als Verstärkung Panzer und mussten ohnmächtig mit ansehen, wie einer nach dem anderen auf Minen lief oder abgeschossen wurde. Ein paar von ihnen kamen über einen alten Bahndamm an die Japaner heran. Aber auch die erwischte es, noch bevor sie überhaupt einen Schuss abgefeuert hatten. Und dann kam der Regen. Die Waldwege verwandelten sich in Rutschbahnen und das freie Gelände in Sümpfe. Der Krieg blieb buchstäblich im Dreck stecken. Auch die Japaner ersoffen fast in ihren Löchern.
Und mit den Werfern, die überall in Stellung gebracht worden waren, machten wir ihm noch ein bisschen Feuer unter den Hintern. Außerdem hatten wir Anlass zu feiern. Es war der 8. Mai. Die Sonne kam wieder raus und in Europa war der Krieg zu Ende. Für uns ging es jetzt aber erst richtig los. Das letzte Bollwerk der japanischen Verteidigung war die Shuri-Linie, die sich wie eine feuerspeiende Wand quer über die Insel zog. Fast 100.000 Japaner lagen eng gestaffelt in Graben und Tunnelsystemen, die so tief unter die Erde gingen, dass selbst schwerste Bombenangriffe nur wenig gegen sie ausrichten konnten. Am 10. Mai begann mit allen verfügbaren Kräften der Großangriff auf diesen waffenstarrenden Riegel. Am Abend hatten wir ihre Gefechtsvorposten überrannt. Aber an die Hauptverteidigungslinie waren wir nicht herangekommen. Jeden ihrer Unterstände mussten wir einzeln sprengen, damit wir den Rücken frei hatten, wenn wir irgendwo durch waren. Die Marines waren auf Naha, die Hauptstadt Okinawas, angesetzt worden. Nach pausenlosen, schweren Bombenangriffen drangen sie Ende Mai in die völlig zerstörte Stadt ein. Gleichzeitig fiel Schloss Shuri, das Herzstück der Shuri-Linie, eine 700 Jahre alte Burg, von der aus einst Okinawa beherrscht worden war. Die Mississippi hatte von See her die Höhe, auf der die Burg stand, stundenlang mit schweren Koffern Kaliber 35,6 eingedeckt. Dann waren wir nachgestoßen und hatten sie im Sturm genommen. In den Kellergewölben steckten zwar noch ein paar Japaner, aber es war nur eine Frage der Zeit, bis sie aus ihren Löchern kommen würden. Das war also Naha. Ich hatte mir eine Hauptstadt ein bisschen anders vorgestellt. Aber viel Zeit darüber nachzudenken hatten wir sowieso nicht. Von der Shuri-Linie war nur ein Trümmerfeld übrig geblieben. Vereinzelt mussten zwar noch Säuberungsaktionen durchgeführt werden, aber am 29. Mai wehte über ihrem höchsten Punkt die amerikanische Flagge. Nachdem Schloss Shuri gefallen war, hatten sich die Reste der japanischen Truppen auf die Halbinsel Kayamu an der Südspitze Okinawas zurückgezogen. Da nur wenige von ihnen sich freiwillig ergaben, dauerten die Kämpfe dort noch fast 3 Wochen. Es waren nur Einzelaktionen, aber sie zogen sich in die Länge. Unser Hauptproblem waren auch hier wieder die Zivilisten. In einer der Riesenhöhlen hatten sich mehr als 600 versteckt.
Es dauerte Stunden, ehe wir sie davon überzeugt hatten, dass wir keine Menschenfresser waren. Dann kamen sie endlich raus, halb verhungert, verdreckt und viele von ihnen krank. Bei anderen war es schlimmer. Die glaubten uns einfach nicht. Ich habe selbst gesehen, wie 6 Mädchen sich 80 Meter tief in einen kleinen See stürzten, weil sie lieber tot waren, als den blutgierigen Yankees in die Finger zu fallen. Am 20. Juni 1945 hörte der letzte organisierte Widerstand an der Südspitze der Insel auf. Mehr als 100.000 japanische Soldaten waren gefallen oder hatten sich selbst getötet. Nur 7.000 gerieten in Gefangenschaft. Die letzte große Schlacht des Zweiten Weltkriegs war zu Ende. Der Weg nach Japan war frei.